Hallo und willkommen zu einem kurzen Video zwischendurch. Heute zeige ich dir, wie du diesen super niedlichen Tulpenstrauß häkeln kannst. Und wenn dir das Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Und vielleicht hinterlässt du ja auch für den Algorithmus einen Kommentar. Und wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst, dann hinterlass doch einfach ein Tulpen-Emoji. Und hier zeige ich dir, was wir am Sonntag häkeln, weswegen es etwas komplizierter wird. Und zwar machen wir diese beiden kleinen Dackel hier, beziehungsweise wir machen einen Dackel zusammen. Und ja, deswegen dachte ich, machen wir heute was ganz Einfaches. Und hier diesen ganz kleinen Tulpenstrauß habe ich mit einer Wollstärke 1,25 gehäkelt mit einer passenden Nadel dazu. Und den ganz großen Strauß habe ich mit 5,0 Chenilwolle gehäkelt mit einer 4,5 Häkelnadel. Und den Strauß, den wir jetzt machen, beziehungsweise die Tulpe, die wir jetzt machen, machen wir mit normaler 2,5 Millimeter Wolle. Dann brauchst du noch Bastelkleber, Draht oder einen Stab, Strohhalm, Stock, was auch immer, für die Tulpe, Füllwatte. Und bei dem Bastelkleber achte darauf, dass es ohne Lösungsmittel ist und klar trocknet. Und dann brauchst du noch eine Nähnadel und Schere, ganz normal wie immer. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Du beginnst wie immer mit einem Fadenring. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir ein Video, wo du das besser erkennen kannst. In diesem Fadenring häkelst du 6 feste Maschen. Wenn du das hast, dann nimmst du dir deinen Stab, Draht, Strohhalm, was auch immer du verwendest, legst den da rein und ziehst den Faden fest. Das ist einfach, damit du weißt, dass das Loch groß genug ist, um eben das Ganze da durchzuschieben. Und dann nimmst du dir einen Markierungsfaden, damit du weißt, wo der Rundenanfang ist. Und jetzt verdoppelst du jede Masche. Das heißt, du häkelst in jede Masche 2 feste Maschen. Am Ende der Runde solltest du dann 12 Maschen haben. Dann verdoppelst du jede zweite Masche. Das heißt, du häkelst in die erste Masche eine feste Masche und in die zweite 2 feste Maschen. Dann wieder eine feste Masche, 2 feste Maschen. Eine feste Masche, 2 feste Maschen. Am Ende der Runde solltest du dann 18 Maschen haben. Jetzt wird jede dritte Masche verdoppelt, das heißt, du häkelst in die ersten 2 Maschen jeweils eine feste Masche und in die dritte wieder 2 feste Maschen. Dann wieder in die nächsten 2 Maschen jeweils eine feste Masche und in die dritte wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang und am Ende solltest du 24 Maschen haben. Wenn dir das jetzt so reicht, dann kannst du hier schon mal Stopp machen oder du machst so wie ich noch eine Runde mehr. Das heißt, du verdoppelst jetzt jede vierte Masche. Das heißt natürlich, du häkelst in die ersten 3 Maschen jeweils eine feste Masche und in die vierte wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang und am Ende der Runde solltest du 30 Maschen haben. Wenn dir die Größe reicht, dann häkelst du jetzt 8 Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Also 8 ganz normale Runden. Wenn du möchtest, dass deine Tulpe länger ist, dann kannst du auch 9 oder 10 Runden häkeln. Probier einfach aus, was dir am besten gefällt. Mit den Größen kannst du allgemein sehr viel variieren. Ich meine, nicht jede Tulpe ist gleich groß, deswegen probier einfach ein bisschen rum.
Wenn du das hast, dann kannst du den Markierungsfaden rausnehmen, stichst in diese Masche ein, holst dir den Faden und ziehst die Schlaufe durch die Schlaufe, also eine Kettmasche. Dann kannst du den Faden abschneiden, lass ein längeres Stück hängen und ziehst dann den Faden komplett durch. Dann nimmst du dir deinen Stab, Draht, was auch immer. Ich muss ja noch kurz die Spitze abschneiden. Also was auch immer du verwendest, nimmst du dir jetzt, machst ein bisschen Kleber an die Spitze und dann steckst du das durchs Loch und legst das Ganze zur Seite und lässt es erstmal trocknen. In der Zwischenzeit machen wir einen kleinen grünen Kreis. Das ist optional, musst du nicht unbedingt machen. Und du beginnst wieder mit einem Fadenring. Und in diesen Fadenring häkelst du ebenfalls 6 feste Maschen. Wenn du das hast, dann ziehst du den Fadenring wieder nur leicht zu, sodass wieder dein Stab, Draht, Strohhalm, was auch immer durchpasst. Und häkelst in die erste Masche wieder eine Kettmasche. Also einstechen, Faden holen und die Schlaufe durch die Schlaufe ziehen. Dann kannst du den Faden wieder abschneiden, lass wieder ein längeres Stück hängen und komplett durchziehen. Den kürzeren Faden kannst du einfach direkt abschneiden. Dann kannst du dir wieder die Tulpe nehmen und ein bisschen ausstopfen, nicht zu fest, wirklich nur leicht ausstopfen. Und dann nimmst du dir eine Nadel und dann stichst du gegenüber auf der anderen Seite ein und ziehst den Faden fest. Dann gehst du noch eine Masche zur Seite auf der anderen Seite und stichst wieder in die andere Seite ein und ziehst den Faden fest. Und dann noch einmal, mach es so oft, wie du denkst. Wenn du sagst, 2 reichen mir, dann lässt du das so. Ich mache immer 3. Und dann knicken wir das andersrum. Und dann stichst du noch mal in die Mitte ein, gehst auf die gegenüberliegende Seite und ziehst den Faden fest. Und dann nähst du noch die Seiten zu. Du stichst also noch mal in der Mitte ein, gehst noch mal da durch, ziehst den Faden fest. Und dann machst du die Seiten zu mit 1, 2 Stichen, je nachdem, wie es dir am besten gefällt. Und wenn du sagst, damit bist du zufrieden, dann stichst du noch mal ein auf der richtigen Seite und gehst dann auf die andere Seite rüber und nähst diese ebenfalls zu. Auch wieder mit 1, 2 Stichen. Und wenn du sagst, es reicht dir, dann stichst du da wieder ein, gehst auf die andere Seite in die Mitte und stichst dann wieder auf der gegenüberliegenden Seite ein, wieder in die Mitte und ziehst den Faden fest. Und dann nähst du die Seiten wieder genauso zu wie auf der anderen Seite auch. Und wenn du das hast, dann kannst du den Faden einfach irgendwo durchstechen und abschneiden. Dann nimmst du dir den grünen Ring und du kannst ihn jetzt ankleben oder annähen. Das überlasse ich ganz dir. Ich zeige dir natürlich, wie man das annäht, aber theoretisch gesehen könntest du es auch kleben. Und du suchst dir die richtige Seite aus. Also die schöne Seite kommt so, dass du sie auch sehen kannst. Und dann hast du das da und dann nähen wir das drumherum fest. Nimmst dir also wieder die Nadel und dann stichst du von dem grünen Ring in die Tulpe ein und ziehst den Faden fest.
Da gehst du am grünen Ring in die nächste Masche, durch die Tulpe und ziehst den Faden fest. Am grünen Ring wieder in die nächste Masche, durch die Tulpe, Faden festziehen. Das machst du natürlich, bis du komplett drumherum bist. Und wenn du drumherum bist, dann kannst du den Faden wieder irgendwo durchstechen und einfach abschneiden. Jetzt kommt der schmutzige Teil. Ich mache das immer mit den Fingern. Du nimmst dir also den Kleber und machst dir da Kleber drauf. Und dann wischst du das am Stiel entlang drum oder eben an deinen Draht, je nachdem, was du benutzt. Und ich würde nicht gleich das Ganze nehmen und ich würde auch aufpassen, dass es nicht zu viel ist. Und dann wischst du dir die Finger an einem Lappen oder so ab, den du dir vielleicht vorher hingelegt hast. Habe ich natürlich nicht gemacht, schlau wie ich bin. Und ja, du wischst das da einfach ein bisschen lang und auch immer so, dass es nicht zu viel ist. Dann nimmst du dir deine grüne Wolle und du lässt ein Stück oben überstehen. Den brauchst du später. Und dann wickelst du das jetzt einfach um den Stab drumherum. Und zwischendurch kannst du wieder neuen Kleber dran machen. Also, ne, du gehst bis dahin, wo du den Kleber dran gemacht hast und dann nimmst du dir noch mal 'n bisschen mehr Kleber und wickelst es da jetzt einfach drumherum. Versuch es so nah aneinander zu haben wie möglich, damit da keine Lücken entstehen. Und ja, jetzt wickelst du das da einfach drumherum. Und wenn du das hast, kannst du den Faden abschneiden. Und dann kümmern wir uns um das da oben. Und dafür habe ich mir einen Zahnstocher genommen, habe dann noch mal 'n bisschen Kleber drum gemacht und wickel dann den überschüssigen Faden noch mal so weit drum, bis ich sage: „Okay, das reicht mir so, das gefällt mir so.“ Und wenn du sagst, es reicht so, dann nimmst du dir noch mal die Nadel und dann stichst du bei dem Grünen ein, kommst bei dem Gelben wieder raus und dann kannst du den Faden einfach abschneiden und fertig ist deine kleine Tulpe und davon kannst du jetzt so viele machen, wie du möchtest. Hier ist noch mal der Größenunterschied, das ist die 1,25, die 2,5 und die 5,0 Tulpe. Also ja, du kannst wirklich mit den Größen variieren, wie du möchtest, je nachdem, für was du es verwenden möchtest. Und hier ist noch mal der kleine Strauß. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen, geholfen. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Und wir hören uns dann hoffentlich am Sonntag wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.